Liebe Zuschauer und Zuhörer, in diesem Video spreche ich über eine Situation, die für werdende Eltern nicht leicht ist. Die Vorfreude auf die Geburt ist sehr groß und man hat sich schon viele Gedanken gemacht, wie man die nächsten Jahre mit dem Kind verbringen möchte. Bei den Voruntersuchungen war immer alles gut, also sollte bei der Geburt auch alles normal laufen. Doch dann lief im Kreissaal einiges anders als erhofft. Eine Krankenschwester läuft verstörend mit dem Kind raus. Wenn man bei der Geburt wach war, sieht man vielleicht nur ein blaues Ärmchen oder ein blaues Beinchen. Vor den 80er Jahren hat mancher Arzt einem verschwiegen, wenn es bei der Geburt Schwierigkeiten gab. Zumindest war es leider in Rumänien so. Die Ärzte haben meinen Eltern nach der Geburt nicht gesagt, dass ich eventuell eine Behinderung durch den Sauerstoffmangel haben könnte. Meine Eltern haben viele Monate lang nicht gewusst, dass ich eine Körperbehinderung habe. Erst als meine 4 Monate jüngere Cousine vor mir alleine sitzen konnte, hatte meine Familie etwas geahnt. Als meinen Eltern bewusst wurde, dass mit mir etwas nicht in Ordnung war, sind sie mit mir zu einigen Ärzten gefahren und haben nachgeforscht, was mit mir nicht stimmte. Nach langem Hin und Her kam heraus, dass ich eine Behinderung habe. Wenn es schon vor der Geburt zu erkennen ist, dass das Kind eventuell ein Handicap haben wird, können sich die Eltern darauf einstellen und schon vorab ihren Plan anpassen. Ich finde, dass man jedem Leben eine Chance geben sollte. Wenn es bei der Geburt zu Komplikationen kommt, die bei dem Kind zu einer körperlichen bzw. geistigen Beeinträchtigung führen, ist der Schock überwältigend. Mit der Nachricht, dass ihr Kind behindert ist, müssen die Eltern erstmal klarkommen. Man weiß zuerst nicht, wie es weitergehen soll. Ich denke, da ist man als Eltern erstmal überfordert. Denn diese Situation wird den ganzen Lebensplan verändern. Die Eltern müssen mit der Zeit lernen, die Behinderung ihres Kindes zu akzeptieren. Falls dies nicht gelingt, kann das Kind seine Behinderung auch nicht akzeptieren. Es merkt schnell, dass da was nicht stimmt und es nicht angenommen wird, wie es ist. Wenn das gehandicapte Kind merkt, dass alles normal ist und es einfach nur nicht laufen kann, wird es später in der Lage sein, das Beste aus seiner Lebenssituation zu machen. Zum Beispiel so wie ich. Falls das Kind nur eine Körperbehinderung hat, sollten die Eltern es wie jedes andere Kind erziehen. Nur so lernt man später ein normales Leben zu führen. Auch ich musste mit der Zeit lernen, mich selbstständig in der Gesellschaft zurechtzufinden und die aufkommenden Schwierigkeiten zu überwinden. Eltern können ihre Kinder nicht immer von der Welt dort draußen beschützen. Irgendwann werden sie nicht da sein, um sie zu behüten. Daher ist es besser, wenn Eltern ihren Kindern bei überschaubaren Problemen die Möglichkeit geben, diese selber zu lösen. Dies gilt bei Kindern mit und ohne Behinderung gleichermaßen. Auch Kinder mit einem Handicap dürfen und müssen ihre eigenen Fehler machen. Ich bin der Meinung, dass man nur aus gemachten Fehlern lernt. Nur so erlernt man das nötige Wissen, um in der Gesellschaft ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu leben. Die Geschwister des behinderten Kindes müssen zurückstecken, wenn das gehandicapte Kind viel Aufmerksamkeit und Betreuung benötigt. Es nimmt zum Beispiel viel Zeit in Anspruch, in Ruhe das Essen einzugeben oder die notwendige Unterstützung bei der Körperpflege zu stellen. Da kann bei den Geschwistern schon mal Neid aufkommen, wenn sie immer vertröstet werden. Da ist es ratsam, den Geschwistern die Situation verständlich zu erklären und für einen Ausgleich zu sorgen. Dass die Eltern mit den nicht behinderten Kindern etwas Schönes unternehmen und dabei nur für sie da sind. Man darf auf gar keinen Fall gehandicapte Kinder unterschätzen. Sie bekommen sehr viel mit, mehr als man denkt. Sie merken recht schnell, wenn etwas nicht stimmt. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Schwerst körperbehinderte Kinder können äußerst empathisch werden und spüren, wenn etwas nicht stimmt. Sie können die Gefühle der Eltern und Geschwister lesen. Ich zum Beispiel konnte meinen Eltern und Großeltern anmerken, wenn sie ein Problem hatten. Ihre Gesten und Mimik
konnte ich sehr gut deuten und lesen. So wusste ich immer, wenn etwas nicht stimmte. Dies wirkte sich negativ auf meine Spastik aus. Sie wurde dadurch stärker. Das kann ich heute noch immer. Meine Assistenten kann ich genauso lesen, wenn ich sie einige Zeit kenne. Einige von ihnen sind für mich offen wie ein Buch. Ich denke, es ist sehr ratsam, wenn man mit den Kindern kindgerecht und offen über alles spricht, was das Zusammenleben in der Familie betrifft. So kann man den Kindern mit Behinderung die Sorge nehmen, dass sie die Schuld an dieser Situation tragen. Manchmal denken Kinder, dass sie schuld an der Lage sind. Sie merken schnell, dass sie einiges verlangsamen, da sie viel Zeit in Anspruch nehmen. Hier sollte man seinem Kind deutlich machen, dass jetzt alles andere warten kann und man jetzt nur für es da ist. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, sich mit anderen betroffenen Eltern auszutauschen. Da kann man von den anderen etwas abschauen und übernehmen. So kann man seine eigene Situation verbessern. Neue Ideen, wie man was anders machen kann, sind meist erfrischend, lockern die eingefahrene Situation auf und können das Familienleben erleichtern. Wenn Oma und Opa das behinderte Kind nicht betreuen können, kann man bei den Ämtern nachfragen, welche Unterstützung man bekommen kann, damit die Eltern mal alleine in den Urlaub fahren können, um neue Kraft zu tanken, dass sie ihr Kind weiterhin bestens betreuen und pflegen können. Das ist sehr wichtig, denn Eltern sind keine Roboter. Einige Tage Pause können sehr viel neue Energie bringen. Dies sollten die Eltern von Anfang an tun, damit sich ihre Liebe zueinander nicht im grauen Alltag verliert. So kann sich das Kind früh an fremde Personen, die es betreuen und pflegen, gewöhnen und hat es in seinem späteren Leben einfacher. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie es mich durch einen Daumen hoch wissen. Vielen Dank fürs Zusehen.